Josef will einen Monat nichts aufschieben. Also erstmal Respekt. Ich habe einiges zu tun. 4 YouTube-Videos produzieren, ein Drehbuch für einen Sender schreiben, Content für Patreon machen, meine Steuern, diverse Termine, aufräumen, joggen gehen, meditieren, den Haushalt machen, genug essen. Das schaffe ich nur mit guter Planung. Hi, ich bin Josef, Regisseur und Drehbuchautor. Ich bin also selbstständiger Künstler und damit mein eigener Chef. Und wie gut oder schlecht es ist, erfahrt ihr auch in diesem Experiment. Vor einiger Zeit habe ich versucht, eine Woche lang nichts aufzuschieben und meine komplette To-Do-Liste abzuarbeiten und alle Aufgaben zu erledigen, sobald sie anfallen. Dabei bin ich auf die Methode der Eisenhower-Matrix gestoßen, wurde von Professor Tabea Scheel über die Schwierigkeiten von Prokrastination und dem Sinn von Pausen aufgeklärt und es lief echt perfekt, bis ich nach 4 Tagen aufgrund von äußeren Einflüssen leider abbrechen musste. Schade. Aber wie damals versprochen, gehe ich das Experiment jetzt erneut an, und zwar direkt einen Monat lang. Aufschieben, später drum kümmern, nicht jetzt. Das kenne ich gut. Was noch dazu kommt, ist, dass ich ständig neue Ideen habe und es liebe, ihnen nachzugehen. Das Ergebnis? 1000 To-Do-Listen und unerledigte Aufgaben. Ein gutes Beispiel ist hier meine Amazonas-Dokumentation aus dem Jahr 2015. Veröffentlicht 2021. Auch das ist ein Ergebnis meiner Aufschieberitis. Aber die endet heute. Ab jetzt schiebe ich nichts mehr auf. Egal, was passiert. Und dafür brauche ich einen guten Plan. Kann das klappen? Würde ich spontan erstmal Nein sagen. Beim ersten Experiment hat mich Professor Tabea Scheel in Sachen Prokrastination aufgeklärt. Da ich mich auch diese Woche nicht ablenken lassen will, habe ich sie erneut kontaktiert. Also in erster Linie ist es wichtig, dass ich mir einen realistischen Zeitplan mache. Das heißt, das, was ich mir vornehme, nicht aufzuschieben, muss tatsächlich in irgendeiner Form realisierbar sein und nicht zu viel. Am besten auch runtergebrochen auf eine Tageszeitplanung. Damit es gelingt, muss man möglichst versuchen, so alle Ablenkungen ein bisschen in den Griff zu kriegen. Das heißt, Push-Nachrichten ausmachen, auch die E-Mails, die immer auf dem Handy einfach auftauchen. Da ein bisschen Kontrolle drüber zu kriegen, kann tatsächlich helfen. So, jetzt musste ich tatsächlich kurz ins Wohnzimmer laufen, weil mein Handy liegt immer im Wohnzimmer, wenn ich arbeite, damit ich bloß nicht abgelenkt werde. Das habe ich also schon mal richtig gemacht. Jetzt zum Rest. Ich habe eine Woche lang notiert, was mich aufhält und vor allem ablenkt. Führend sind dabei YouTube, Twitter und meine Switch. Aber der größte Zeitkiller ist mein Perfektionismus. Perfektion ist leider enorm ineffizient. Perfektion macht den inneren Künstler in mir glücklich, wirkt sich aber negativ auf Gesundheit und mein Bankkonto aus. Daher muss ich mir gut überlegen, wann, wo und wie viel Perfektion ich mir leisten möchte. Denn diese zusätzliche Zeit, die Perfektion braucht, könnte am Ende genau die sein, die mir fehlt, um Unerwartetes zu kompensieren. Aber was ist eigentlich diesen Monat alles geplant? Die Eisenhower-Matrix hat mir schon beim ersten Experiment gute Dienste geleistet, genau wie das Durchplanen der Woche. Ich unterteile also wieder alle Aufgaben in verschiedene Dringlichkeitsstufen. Moment, was war nochmal die Eisenhower-Matrix? In der Eisenhower-Matrix teilt man Aufgaben in verschiedene Wichtigkeits- und Dringlichkeitsstufen ein. Man trägt sie in diese Tabelle ein und kann dadurch leichter priorisieren und Dinge, die unwichtig sind, erkennen und aussortieren. Das sind meine Aufgaben der nächsten 4 Wochen. Ein komplettes Drehbuch für einen Sender schreiben, 4 YouTube-Videos drehen, schneiden und hochladen, extra Videos für meine Patreons produzieren und dann habe ich noch diverse berufliche Termine. Das ist für 4 Wochen schon ordentlich, aber Arbeit ist ja nicht alles im Leben. Ich will zum Beispiel seit Ewigkeiten dieses Buch von der tollen Jasmin Schreiber lesen. Ich will mehr Sport treiben und wieder regelmäßig joggen gehen. Außerdem muss ich den Haushalt schmeißen und sollte mich gesund ernähren. Also nicht nur Schokolade und Kaffee am Schreibtisch. Richtig Pausen machen. Und meine Hobbys fallen bei der aktuellen Arbeit eher unter nicht wichtig und nicht dringend. Also mal gucken, ob ich dafür überhaupt Zeit finden werde. Es ist noch nicht mal richtig hell draußen, aber ist ja auch erst 5:45. Die erste Woche startet wie letztes Mal ziemlich gut. Es gibt viel zu tun, aber die klare Auflistung meiner Aufgaben hilft mir dabei. Ich fange jeden Tag mit der unangenehmsten Aufgabe an und räume sie aus dem Weg. Und das funktioniert. Ich schaffe sehr viel mehr. Auch weit mehr, als ich dachte. Und sogar das, was zusätzlich unerwartet noch dazukommt. Auch meine spontanen Einfälle halten mich nicht mehr auf. Ich bin so beschäftigt. Und wenn ich eine Idee habe, die nicht zu meiner gegenwärtigen Arbeit passt, greife ich mein Smartphone und nehme eine Erinnerungsnotiz auf. Die checke ich dann kurz vor Feierabend und kümmere mich dann darum. Dafür habe ich extra jeden Tag eine halbe Stunde im Kalender eingeplant. Es ist jetzt kurz nach 4:30. Ich habe heute im Verlauf des Tages 4 Erinnerungen eingesprochen und jetzt sind sie aufgeploppt. Ich kümmere mich jetzt darum. 3 davon sind so unwichtig, dass ich sie sofort abspeichern kann. Eine ist eine wichtige Mail, die werde ich jetzt gleich schreiben. Und insgesamt ist das Arbeiten mit diesen Erinnerungen so wie mit einer Assistenz. Man delegiert im Verlauf des Tages Aufgaben und wird später daran erinnert. Also das gefällt mir echt gut und funktioniert für meine Arbeitsweise auch sehr gut. Und ich war 4-mal joggen. 4-mal!
Damit habe ich meinen Jogging-Rekord vom letzten Monat in einer Woche geschlagen. Der war nämlich 1. Außerdem hilft mir in dieser Woche vor allem meine Disziplin. Die Tage sind klar strukturiert und ich arbeite konsequent meine Listen ab. Was mir auch auffällt ist, dass ich oft schon um 14 Uhr denke, dass es 17 Uhr ist, weil ich schon so viel geschafft habe. Meine Produktivität ist also deutlich gestiegen. Und es fühlt sich gut an. Ich komme gut mit dem Drehbuch voran, schaffe es, Schnittbilder für das Video zu drehen und es zu schneiden. Ich liefere meinen Patreons exklusiven Content und erledige auch meine beruflichen Termine und mache den Haushalt. Diese wahnsinnige Produktivität treibt mich dann auch noch zusätzlich an. Ich habe so richtig Spaß daran. Mein Gehirn bekommt einen echten Kick, wenn ich meine To-Do-Listen abhake. Und ich merke, dass ich zwar immer mal wieder gestresst, aber nie unter so einem unangenehmen Druck bin. Und das habe ich so nicht erwartet. Am Sonntag kommt das erste YouTube-Video online. Zeitlich läuft alles entspannt und ich verbringe ein sehr ruhiges Wochenende zum Erholen. Fazit der ersten Woche ist, es ist zwar stressig, aber es läuft gut und es macht mir wirklich Spaß. Dann wurde ich aber doch noch überrascht. Denn für meine Arbeit brauche ich neben Internet vor allem Elektrizität. Wäre ja ärgerlich, wenn in Woche 2 auf einmal der Strom ausfallen würde. Ja, es gab wirklich einen Stromausfall. Einen ganzen Tag lang. Wer meine Videos kennt, weiß, wie viel Zeit und auch Geld in die Produktion von jedem Einzelnen fließt. Das wäre alles nicht möglich ohne euren emotionalen Support und die Unterstützung meiner Patreons. Patreon ist eine Membership-Plattform, auf der ihr KünstlerInnen unterstützen könnt. Das macht mich als Künstler besonders frei, da ich meine Kunst genauso umsetzen kann, wie ich es möchte. Außerdem bin ich dadurch nicht von den sehr wechselnden und in meinem Fall auch nicht so prallen YouTube-Einnahmen abhängig, mit denen ich nicht auf diesem Level produzieren könnte. Auf Patreon supportet ihr aber nicht nur eure Lieblingskünstler und Künstlerinnen, ihr bekommt auch einiges zurück. Bei mir gibt es als Dankeschön zum Beispiel exklusive Formate, Making-ofs, alle Videos früher und werbefrei, besondere Livestreams sowie manchmal besondere Extras wie dieses Shirt, das einige meiner Patreons diesen Monat erhalten haben. Wenn ihr schon öfter überlegt habt, ob es Zeit ist, eine Mitgliedschaft auf meiner Patreon-Seite aufzuschieben oder nicht, würde ich mich freuen, wenn ihr es auf eure Sofort-Erledigen-Liste packt. Ab 1 Euro seid ihr dabei und bekommt alle Einblicke. Nur physische Dankesartikel wie Shirts finden auf einem höheren Level statt. Ansonsten kriegt ihr alles. Und Patreon ist längst keine kleine Plattform mehr. Ihr findet neben mir viele andere Creator, die ihr bestimmt kennt. Ein Besuch auf Patreon lohnt sich also immer, auch abgesehen von mir. Dieses Video ist powered by Patreon. Und zwar doppelt. Ah, da ist das Licht wieder. Ja, in Woche 2 gibt es einen Stromausfall. Da mein Privatleben in Woche 1 so ziemlich auf Null gefahren wurde, nutze ich den stromfreien Tag für mich. Ich fange an, Jasmin Schreibers Buch Der Mauersegler zu lesen, gehe spazieren und schaffe es sogar noch ins Museum. Alles recht spontan, aber alles gut für Kopf und Körper. Als abends der Strom wieder geht, lasse ich die Arbeit trotzdem liegen und plane ein bisschen was um. Insgesamt lerne ich daraus aber, dass meine Aufgabenliste zu voll ist. Es kann nicht sein, dass ein einziger Tag ausfällt und meine komplette Planung zusammenbricht. Dann ist das Ganze vielleicht doch ein bisschen zu eng gestrickt. Zwangspausen durch den Stromausfall sind zwar eher selten, aber es kann immer zu Situationen kommen, in denen man spontan einen Tag lang etwas anderes priorisiert. Zumindest möchte ich in meinem Leben die Freiheit haben, in jeder Arbeitswoche mindestens einen Arbeitstag kicken zu können, ohne dadurch in krassen Zugzwang zu kommen. Wann kommt endlich die 4-Tage-Woche und der 5-Stunden-Tag? Ich habe jetzt fast das ganze Wochenende gebraucht, um all das nachzuholen, was ich wegen des Ausfalls verloren habe. Und das Video ist jetzt online, aber meine Erholung ist weg. Und vor allem habe ich mich am Ende wieder komplett in meiner Perfektion verloren, also meinem größten Zeitkiller. Ich habe wieder extrem viel Zeit in Details verwendet, nochmal andere Musik hier und da, das Timing ein bisschen verändert. Schade. Wisst ihr noch, als ich in Woche 1 4-mal joggen war? Einfach sportlich eleganter Junge. In Woche 2 war ich natürlich auch joggen. Ich lasse mich doch nicht von so ein bisschen Chaos aus der Bahn werfen. Ich war auf jeden Fall mindestens an mehr als 0 Tagen joggen. Ich habe einen Tag geschafft. Yes! Und in der 3. Woche möchte ich, dass es ein bisschen mehr wird. Diese Woche mache ich mehr und bewusster Pausen. Also lesen, joggen, Videospiele, alles was geht. Und wie läuft das? Zum einen lese ich Jasmins Buch weiter und verliere mich in der wundervollen, tieftraurigen, aber hoffnungsvollen Welt ihres Buches. Ich lerne, dass der Mauersegler ein Vogel ist, der sich fast sein ganzes Leben lang in der Luft befindet. Fast wie ich in dieser Woche. Immer in Bewegung, immer im Auge des Sturms. Und dieser Leistungsdruck schleicht sich dann auch langsam immer mehr in meine Pausen. Anfangs spiele ich zum Beispiel noch eine Runde Metroid Dread ganz entspannt auf der Switch. Irgendwann wird es zum 100% Run und im zweiten Durchlauf zum Speedrun. Dabei entspanne ich natürlich weniger. Als mir auffällt, dass ich sogar beim Meditieren nur noch auf die Mindestzeit schaue und versuche, alles möglichst schnell abzuhaken, wird mir klar, dass ich in eine neue Falle getappt bin. Kompletter Leistungsdruck. Und joggen war ich trotzdem nur einmal.
Mit Pausen ist es so eine Sache. Wir Menschen machen Pausen, wenn es eigentlich zu spät ist. Wenn wir merken, dass wir erschöpft sind, dann ist es eigentlich für eine Kurzpause schon fast zu spät. Also viele kleine Pausen, Feierabend gut gestalten. Was noch wichtig ist, zählt vielleicht auch eher noch unter Methoden, ruhig kleine Belohnungen. Also dann abends was Schönes machen oder am Wochenende was Schönes machen, vielleicht zwischendurch mal der Schokoriegel oder mal ein Telefonat mit einem guten Freund. Was auch immer man selber unter kleinen Belohnungen versteht. Es wird Zeit, eine neue Taktik auszuprobieren. Ich will richtige Pausen und auch nicht mehr ab und zu joggen, sondern regelmäßig. Ich habe heute mit meinem guten Freund Dennis gesprochen und wir haben über dieses Experiment philosophiert und er hat mir von der Tiny Habits Methode erzählt. Die Tiny Habit Methode setzt da an... Sorry, das ist ein ganz altes Video von Dennis, wir kennen uns schon ewig. Hier ist Dennis 2021. Die Tiny Habit Methode setzt da an, dass man sich eine Handlung so lächerlich einfach macht, dass man fast überhaupt gar keine Motivation braucht, um das regelmäßig zu machen. Wenn zum Beispiel deine Gewohnheit sein soll, dass du regelmäßig Sport machst, dann kannst du aus 30 Liegestützen eine Liegestütze machen, die aber regelmäßig. Und bei einer Gewohnheit ist es immer sehr effektiv, die an eine bestehende Routine zu knüpfen. Das heißt, ich kann eine bestehende Routine als Anker nehmen, um daran meine neue Liegestützengewohnheit zu knüpfen. Zum Beispiel, jedes Mal, nachdem ich mir nach dem Klo gehen die Hände gewaschen habe, mache ich eine Liegestütze. Zack, habe ich am Tag 100 Liegestützen. Das heißt, wenn du dir eine Gewohnheit aneignen willst, such dir den allerersten winzig kleinen Step, den du brauchst, um diese Handlung auszuführen und such dir dann einen passenden Anker, eine passende Routine in deinem Tag, an den du das dran knüpfen kannst. Fertig. Ach ja, und feiern. Und warum? Weil das Feiern, dieses sich absichtlich ein gutes Gefühl zu verschaffen, diese neue Gewohnheit in deinem Gehirn super verankert. Das könnte ziemlich interessant werden. Meine To-Do-Liste ist immer noch sehr prall gefüllt. Arbeiten am Drehbuch, dem nächsten YouTube-Video, der nächste Eintrag für die Creator Chronicles für Patreon, die ihr übrigens hier findet. Und dann kommt noch spontan eine spannende Anfrage rein. Ist mal wieder alles ein bisschen zu viel und ich merke, dass ich meine Pausen zwar klar gesetzt habe, aber immer wieder verschiebe. Ob ich jetzt um 13 Uhr oder um 14.30 Uhr eine Pause mache, ist ja auch egal, oder? Auf keinen Fall! Ruhezeiten müssen eingehalten werden! Alles klar. Um die Tiny Habits Methode auf mein Joggen anzuwenden, habe ich angefangen, mehrere Dinge miteinander zu verknüpfen. Ich arbeite morgens an der dringendsten Aufgabe zuerst. Um 11 Uhr erinnert mich mein Kalender daran, in 30 Minuten eine Pause zu machen, also setze ich einen App-Timer und arbeite nochmal 30 Minuten konzentriert. Sobald der Timer klingelt, mache ich mich zum Joggen fertig. 20 bis 30 Minuten. Wenn ich keine Lust habe zu joggen, gehe ich einfach spazieren. Hauptsache Bewegung. Danach dusche ich und meditiere für 10 Minuten. Klappt mal besser, mal schlechter. Dann mache ich mir Mittagessen. Nach 1,5 Stunden klarer Pause sitze ich wieder am Schreibtisch. Das funktioniert super. Ich fühle mich körperlich wesentlich besser und umgehe damit mein Mittagstief auch ziemlich gut. Ich habe heute noch eine Umfrage auf Patreon gestartet. Die Ergebnisse davon werden auch Einfluss auf dieses Video haben. Und ansonsten fällt mir heute alles sehr leicht. Der Start in den Tag war super. Ich bin gespannt. Meine Produktivität steigt an. Ich schaffe meine täglichen To-Do-Listen und habe Zeit für meine Hobbys. Und ich hasse es, euch ein bisschen zu langweilen, aber auch in Woche 3 stolper ich wieder in eine ähnliche Falle. Mein Privatleben leidet immer noch unter der Nicht-Aufschieben-Strategie, also diesem Selbstexperiment. Ich gehe zwar jeden Tag joggen oder spazieren und arbeite alles ab, aber ich fange an, die zusätzliche Zeit, die frei geworden ist, mit neuen Jobs zu füllen. Ein Dauerzustand kann das auf keinen Fall sein. Ich tendiere nämlich eher dazu, noch mehr erledigen zu wollen, als eigentlich geplant ist und vermeide jetzt auch noch Pausen. Das liegt vermutlich auch daran, dass mich diese ungewohnte Produktivität zusätzlich angespornt hat. Aber ich frage mich auch, wozu mache ich das alles überhaupt? Ich stecke so viel Zeit und Arbeit in die Dinge. Aber was davon macht mich eigentlich glücklich? Lenke ich mich vielleicht sogar von irgendwas ab, indem ich so viel arbeite? Ganz konkret habe ich tatsächlich oft Angst, ich könnte finanzielle Probleme bekommen, obwohl es nicht danach aussieht. Auch eure Unterstützung auf Patreon gibt mir neben der inhaltlichen Freiheit hier auch eine gewisse Absicherung. Diese Angst vor finanziellen Problemen kommt wahrscheinlich aus meiner Kindheit, wo Geld immer knapp war und hat sich festgesetzt. Ein anderes generelles Problem ist auch, dass ich öfter mal Aufgaben verschiebe, die erstmal mehr Arbeit sind, auf Dauer aber mehr bringen und ziehe dann eher schnell einen Dopaminerfolg vor. Statt meinen zweiten Langspielfilm zu schreiben, spiele ich lieber noch viel mehr in YouTube-Videos rum, mache noch 1000 Effekte rein, die keinem auffallen außer mir aber eine Menge Spaß bringen. Und ich glaube, das ist auch ein Problem. Tiefe, sehr starke neue Ideen habe ich im Moment übrigens auch nicht. Das liegt eventuell auch daran, dass mein Hirn nur bei der Meditation so wirklich zur Ruhe kommt. Und da lasse ich Ideen ja gar nicht erst zu, sondern versuche mich klar von meinen Gedanken abzutrennen und sie ziehen zu lassen.
Franz Kafka hasste das Diktiergerät. Als ihm eines Tages jemand während der Arbeit eins präsentierte, reagierte Kafka mit Ablehnung auf diesen Ersatz für einen Sekretär oder eine Sekretärin. Wenn das Diktiergerät seine Sekretärin ersetzen würde, fürchtete Kafka, würde er keine Zeit mehr für seine künstlerische Arbeit finden. Ein Diktiergerät braucht keine Pausen, es hat keinen Feierabend und kann immer arbeiten. Die Vorstellung, durch dieses Gerät an Wochenenden und zu jeder Tages- und Nachtzeit seine Arbeit abfertigen zu müssen, war eine Horrorvorstellung für ihn. Und ich verstehe das gut. Der Neurologe Dr. Nosrat Pezeşkian hat im Zuge seiner Studien ein Modell zur Zeitbalance entwickelt, das ich mal über meine Woche gelegt habe. Ein gesundes Leben beruht seiner Forschung nach auf der Balance der folgenden Bereiche. Körper und Gesundheit. Ich bin jeden Tag mindestens 30 Minuten sportlich aktiv, außer am Wochenende. Leistung und Beruf. Da habe ich jeden Tag mindestens 8 Stunden von. Beziehung und Familie fällt bei mir auf ungefähr 2 Stunden am Tag. Sinn und Kultur, da komme ich auf 1 Stunde. Laut diesem Modell bin ich also nicht im Balance und genauso fühlt sich das im Moment auch an. Dieses Modell möchte ich nur zum Spaß mal radikal ausprobieren. Wie wäre eine ideale Verteilung und was fällt unter die verschiedenen Punkte? Aber dazu komme ich bis zum Ende dieses Videos nicht mehr. Ich bin nämlich mitten in der 4. Woche. Ich habe nichts aufgeschoben, gar nichts. Ich habe alles erledigt, sobald ich konnte. Ich war sehr fleißig und habe die 4-fache Anzahl an YouTube-Videos produziert. Ich habe meine Drehbucharbeiten erledigt, ich habe mehr Patreon-Inhalte erstellt als geplant und auf die verschiedensten Arten und Weisen Pausen gemacht. Ich war viel joggen. Bin arbeitstechnisch auf jeden Fall sehr erfolgreich. Das kann ich nicht anders sagen. Aber erfüllt? Mir fehlen meine Ideen. Und zwar die, die mich aufhalten. Die mich wirklich erfüllen. Mir fehlt das sinnlose Rumhängen, das mein Gehirn entspannt. Ich will nicht 100% in der Meditations-App erreichen und hyper entspannt auf der Digitalanzeige sein. Ich will mal 5, mal 10, mal 50 Minuten meditieren und vielleicht auch einfach mal nur eine Runde sinnlos auf dem Boden liegen, bis ich mich wieder gut anfühle. Dass wir als Menschen permanent nichts aufschieben, ist einfach nicht realistisch. Also wir arbeiten ja alle nicht mehr in der Landwirtschaft, wo wir vom Vieh und vom Sonnenauf- und Untergang getrieben werden. Insofern, unsere Tätigkeiten sind sehr von unserer Selbstkontrolle abhängig und die ist einfach sehr erschöpfbar. Als vorläufiges Fazit kann ich schon mal festhalten, dass das ein sehr lohnendes Experiment war. Ich habe viel über mich und meine eigene Produktivität gelernt, aber schon in der 3. Woche habe ich das Prokrastinieren ein bisschen vermisst. Ich vermute auch, dass der wirkliche Teil meiner kreativen Arbeit durch diesen ständigen Zwang zur Produktivität nicht gerade leichter wird. Pausen sind wirklich wichtig für den kreativen Kopf. Von Eisenhower Matrix über Tiny Habits bis hin zur Pomodoro-Methode habe ich in diesen 4 Wochen viel ausprobiert. Welche Methoden mich dabei wirklich überzeugt haben und was für mich überhaupt nicht funktioniert hat, verrate ich euch nächste Woche. Und bis dahin experimentiere ich zusätzlich mit der Work-Life-Balance-Methode. Ich glaube, die könnte für mich nochmal einen ganz neuen Blickwinkel auf die ganze Sache geben. Schaut auf jeden Fall mal auf Patreon vorbei. Dort gibt es bei mir jetzt das komplett ungeschnittene Interview mit Tabea Scheel und wir entscheiden demnächst über die kommenden Selbstexperimente im Livestream. Falls ihr mich schon lange mit ein paar Euro im Monat unterstützen wolltet, wäre es jetzt eine gute Möglichkeit, das nicht mehr aufzuschieben. Liebe geht raus an Patreon und meine Supporter dort und hier. Danke für euer Interesse an meinen Videos. Bis bald. I'm always feeling lost, trying to figure out my niche. Where's my place? What's my purpose? Why am I pursuit of this? And I should probably have that figured out, but I need a break. I'm kinda new to this, but this scrutinous, petty Judases who backstabbing when you least expect it. I'ma keep collected over beats and tempo with holidays, vibrato, and Miles trumpet. I'm the king of jazz, swinging the keys of femboy on the mic, play it like it's a clarinet. Ride it off into the sunset while you sit and stare and pledge.